Take a look inside, feel the spark. Legends rising from the dark. Dark on black, where the legends live on. High-end treasures in a world of icons. Dark on black, every detail, every line. Moments captured here in time. See you in the details. Ja, moin zusammen und willkommen in der Rancor-Höhle zu einem neuen Video. Und ja, ich habe die Tage was Schönes Neues bekommen aus dem Hause Weta Workshop. Und da machen wir heute mal ein kleines Unboxing von. What's in the box? What's in the fucking box? Ja, wie der Name Weta schon sagt, ist es höchstwahrscheinlich was aus dem Herr der Ringe-Universum. Und zwar einer meiner Lieblingsschauplätze, wie ihr ja in dem letzten Unboxing von der Golden Hall of Edoras gesehen habt. Ja, und dreimal dürft ihr raten, wo wir uns heute themenmäßig wieder hin bewegen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe die hier oben schon einmal vorab aufgemacht, damit ich hier nicht zu sehr hantieren muss. Aber auch ich mache das Ganze jetzt zum allerersten Mal auf. Dann schauen wir da mal rein. Weta typisch. Entsprechend alles nochmal zusätzlich verpackt. Und wie schon angeteast, geht es mal wieder nach Rohan. Und zwar haben wir hier die Krone von König Theoden in der Miniaturvariante. Das ist Maßstab 1:4 und Weta hat ja schon eine etwas größere Serie gemacht an diesen Mini-Helmen. Und ich habe mir letztes Jahr auf der Toyplosion schon einen von diesen kleinen Helmen mal gegönnt. Ja, und das Ding gab es jetzt zu einem reduzierten Preis im Sale und ich dachte mir, das ist perfekt für die Rohan-Ecke. Ja, auch hier wieder schön gestaltete Box. Hinten schöne Aufnahme von dem leider mittlerweile verstorbenen Bernard Hill, der diese Rolle fantastisch zum Leben erweckt hat. Er war ja übrigens auch Captain der Titanic aus dem gleichnamigen Kinofilm. Ja, und ich hatte Anfang 2020 war das. Da hatte ich ja das große Vergnügen, ihn noch zu Lebzeiten auf einer Convention in Brüssel war das damals, treffen zu können. Wirklich sehr freundlich, sehr, sehr höflich und ja, wirklich, wirklich schade drum, aber so ist halt der Lauf des Lebens. Irgendwann kommt halt der Punkt. Ja. Und wie gesagt, wirklich sehr, sehr, sehr schade, dass er von uns gegangen ist. Aber ich habe ja, seine Unterschrift auf einem meiner Lieblingsmotive. Und das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus der gesamten Trilogie, dieser Ride of the Rohirrim. Das ist Gänsehaut pur, wenn sich alle auf diese Schlacht bei Minas Tirith vorbereiten und dann einfach nur drauf losstürmen. Right now! Right now! Right! Right for ruin and the world's ending! Yeah! Ja. Ja, nach wie vor episch. Mindestens einmal im Jahr muss die Trilogie geschaut werden. Ich finde, so ein Aufwand mit so viel Herzblut und Seele wird in Filmen leider gar nicht bis zumindest zu wenig betrieben. Aber gut, das jetzt nur am Rande. Wir packen das jetzt mal gemeinsam aus. So. Klassische Styropor
klassisches Styropor-Inlay. Oh, da ist noch was drin. Was haben wir denn hier? Oh, da ist ein Booklet dabei. Ah, das ist ja eine coole Sache. Hatte ich bei dem anderen Helm nicht dabei gehabt. Das ist nochmal eine, wenn ihr das sehen könnt, hier haben wir nochmal eine Gesamtübersicht, was es so an den Helmen gibt. Von Urukai, Gondor Guard. Ja, ein paar Sachen aus dem Hobbit dann dabei. Wirklich schön gemacht. Und hier auch richtig cool auf der Rückseite nochmal ein Making-of von der Crown. Nochmal über die Entstehungsgeschichte. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wirklich ein schöner, ja, kleiner Blick hinter die Kulissen, hinter die Schöpfungsgeschichte, ja, Entstehungsgeschichte, ne? und Herstellergeschichte. Gut, aber der Hauptakteur ist ja jetzt nun mal die eigentliche Krone. Schauen wir mal, hier ist das Klebeband noch. Dann müssen wir das mal hier ein bisschen nutzen. So, machen wir das Ganze drauf. So, haben wir oben. Ja. So. Natürlich der Klassiker immer dabei. Granulat gegen Feuchtigkeit. So. Und hier haben wir einmal den Ständer, also den Ständer, den Halter für die Krone schon mal. Auch sehr schön gemacht. Hier unten sieht man nochmal die Limitierung und auch hier eingearbeitet das Emblem von Theoden. Das habe ich hier gerade auch noch mal gesehen. Könnt ihr hier auch noch mal schauen. Das ist diese Brosche, Umhang, Halter, wie man das auch immer nennen mag. Sehr schön, dass sie das als Stilmittel damit reingepackt haben. Ja, und hier ist dann die eigentliche Krone. Dann entsprechend da. Na? Ups. Schauen wir nochmal. Ja. Wird dann oben eingehakt. Hoppala! Ja, wird dann hier oben eingehakt. Ist nicht, glaube ich, nicht so gut gedacht zum viel Anheben. So, jetzt haben wir es. Ich zeige euch das aber ja nochmal in der 360 Übersicht. Die ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Den ganzen Verzierung, das sehen könnt, ist vielleicht ein bisschen schwierig in der Ansicht, aber wie gesagt, ich zeige euch das jetzt gleich nochmal in der 360-Grad-Umsicht und da könnt ihr euch diese aber nochmal anschauen. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das ist eine fantastische Ergänzung für die kleine Rohan-Ecke, die ich ja im Video schon mal angedeutet habe. Aber ich habe ja noch zwei andere Rohan-Sachen, die zeige ich euch gleich dann nochmal. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die 360-Grad-Ansicht von diesem schönen Stück an.
Ja, und wie angekündigt habe ich euch jetzt noch 2 weitere Artikel aus der Sammlung mitgebracht. Einmal den vorhin schon angesprochenen Rohan-Helm von Mary, der dann ein bisschen undercover zusammen mit Eowyn an der Schlacht von Minas Tirith teilgenommen hat. Auch hier wirklich, das ist ein Metallhelm, der ist auch wirklich, der hat schon wirklich ein ordentliches Gewicht. Auch sehr schön verarbeitet mit den Weatherings dann dabei und auch den Details, den Gravierungen und Verzierungen auf dem Helm. Wirklich, wirklich schön gemacht, ist eine echt schöne Serie. Leider sind die ja schon zu sehr frühen Zeiten von Weta hergestellt worden, zumindest ein großer Teil davon, gerade was die klassischen Helme angeht, auch die klassischen Helme der Hauptakteure, ne, wie Gimli. Ich glaube, von Theoden gibt es auch diesen Kampfhelm, auch von Eomer, den Kampfhelm. Nur leider sind die mittlerweile halt, wie gesagt, schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr auf dem Markt, nur noch Gebrauch zu bekommen bei den üblichen Verdächtigen und werden da teilweise auch relativ hoch gehandelt. Und ja, was soll ich sagen, ne? Bei Artikeln mit so einem etwas kleineren Maßstab, die sehen toll aus, wenn man sie kombiniert. Aber das muss man immer selber wissen, ob einem das dann wert ist, da einen hohen Preis zu bezahlen. Ich sehe es irgendwo nicht ein. Wie gesagt, den habe ich jetzt durch ein Angebot recht bekommen. Den damals auch für einen sehr, sehr guten Preis auf der Toyplosion. Also ab und an findet man sowas dann mal für ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis und da kann man auch dann getrost zuschlagen. Ja, und zurück zu Theoden. Man kann ja nicht alles haben, sprich, ich mag auch sehr gerne alles, was mit den Schwertern zu tun hat aus dem Herr der Ringe-Universum, was die bei Weta zu den Filmen gemacht haben. Aber wie ist es bei Sammlern? Es sind immer die 2 Knackpunkte. Geld und Platz. Und wenn man halt den Sammelraum, der, wie ihr ja wisst, Star Wars Leidenschaft gewidmet hat und jetzt nicht unbedingt Kapazitäten hat, sich jetzt nochmal einen kompletten Herr der Ringe Sammelraum einzurichten, muss man da mal ein paar kleinere Brötchen backen und kann sich nicht die großen 1:1 Schwerter holen, die natürlich ganz toll aussehen, wenn man das entsprechend gestaltet und die an die Wand hängt. Aber es gibt Alternativen, und zwar dieses Schwert von König Theoden, offiziell ein Brieföffner und ja, eine Replik im, ich glaube auch Maßstab 1:4, ich glaube 1:4. Sehr schöne Box aus dem Hause Noble Collection, die ja auch viel aus diesem Brieföffner-Bereich machen und auch Harry Potter Merchandise herstellen, auch Statuen oder Requisitenrepliken. Wirklich sehr, sehr schöne Artikel, die da gemacht werden. Leider ist das hier kein echtes Glas, sondern nur leichtes Plexiglas, aber eine sehr schön gestaltete Box und auch sehr edel da eingefasst. Das Schwert von Theoden, wenn man es denn mal da rauskriegt. So, hier kann man es sehen. Wirklich schön gestaltet. So exakte Miniaturausgabe des originalen Schwertes. Ja, und zusammen mit der Golden Hall, den beiden Helmen, ergibt das ein sehr, sehr schönes Rohan-themed Display in der Herr der Ringe-Sammlung. Nochmal ein schöner Blick auf die Box. Schön gemacht mit dem Verschluss, Lord of the Rings Schriftzug. Wirklich kleines und feines Sammelstück.
Ja, und das war der kleine Ausflug nach Edoras, nach Rohan zu Theoden und den Reitern von Rohan. Und ja, ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses wirklich schöne neue Stück in der Sammlung. Und ja, sage bis zum nächsten Mal. Bleibt sammelwütig. Ich verlinke euch nochmal das Video zu der goldenen Halle, zu dem Unboxing, thematisch dazu. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal gerne rein. Ja, was bleibt zu sagen? Bleibt sammelwütig. Danke fürs Zuschauen und denkt immer dran, wer spinnt, hat mehr vom Leben. Macht's gut.